So, Freunde, Mahlzeit. Heute gibt es ja tatsächlich mal was zu zeigen, weil Zeig so lange gespart, dass ich mir heute endlich den Kern holen kann. Ist das nicht schön? Zack, da ist er. Ausgezeichnet. So, ich werde mir dann auch noch, glaube ich, einen davon holen, weil, wenn ich mich nicht schwer täusche, habe ich alles verscheuert. Den ganzen Rest. Gucke mal. Ach, wie schön. So. Wo ist er denn nur vor lauter Schreck? Erstmal schmeißen wir noch die Kanone hier an. Ups. Wo habe ich denn hier frech geordert? Und wo liegt der nur rum? Hm. Also ich will jetzt nicht maulen, aber eigentlich sollte jetzt hier ein vierter Kern wohnen. Da ist er. Schnupp. So. Dann können wir jetzt auch anfangen, hier was drin zu bauen. Da hatten wir noch was übrig. Dann machen wir gleich nochmal was auf. Aber erstmal packen wir drin. Bisschen schneller. Ach, wie schön. Da haben wir nichts anderes gerade. Ach, wie schön. So, du bist it. Genau. Hier können wir also nur diesen reellen oder wie auch immer dieser zauberhafte Schaden heißt, drin packen. Hier knallen wir uns mal ein Schild drin. Ist zwar alles noch auf 1, aber das wird schon noch. So. Schön. Hat doch erstmal alles dann nicht so schlecht geklappt. Für wie immer unvorbereitet und zum Gucken nicht verkehrt. So, meine Flotten sehen also gerade so aus. Also erstens fahre ich immer noch mit meinen Krakenflotten rum, was nichts anderes heißt, als dass meine Dreads noch nicht fertig sind. Ich muss mal derweile kurz. Ja, brauchen wir noch. Ich stelle erstmal die Gunships fertig. Die gehen einfach am schnellsten. Und dann geht es weiter mit den Dreads.
Die Gunships brauche ich, weil ich noch eine Menge von diesen Massekuben brauche. Und wenn ich nicht an den Wahlkämpfen teilnehmen kann, Wahlkämpfe, doppelt lustig, dann kann ich keine Massekuben farmen. Also sind die Gunships wichtig, gerade in der Sekunde. Und deshalb baue ich sie halt rasch, weil sie halt schnell gehen und in einer Viertelstunde sind die 70 hier fertig. Und dann habe ich da wieder auch über 200 und kann die wieder in die Flotte drin packen und dann ist gut. Ansonsten ist meine Dread-Flotte viel schwächer geworden, was daran liegt, dass ich diese Saisonkarten-Buffs alle verloren habe. So ist es dann nun erstmal. Kann ich jetzt nicht ändern. Hatte erst drüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht doch nochmal die 30 Euro oder 20 Euro ans Bein binde. Aber nur um dann festzustellen, dass der dann doch ein Abo wäre. Und dazu bin ich dann einfach nicht bereit, obwohl die Belohnung, die sie da jetzt abwerfen, gerade in meinem Fall jetzt mit einigen tausend von den Massekuben nicht verkehrt ist. Habe ich mir dann doch überlegt. Nein, das machen wir nicht. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, lag ich ungefähr bei 5,7 Mille, also rund 500.000 verloren. Die hole ich aber wieder raus. Da mache ich mir jetzt keinen Stress. Das wird schon. Darüber hinaus haben wir heute Schwarzmarkt. Die Aufseher habe ich mir schon geholt. Ach, wie schön. Und deswegen ist natürlich heute auch Kistenaufmachtag. Aber zunächst hole ich mir noch diese Ding hier. Einmal. Baue das in den Kern erstmal mit ein. Das ist also, wie gesagt, das Einzige, was darin passt. Als zweites. Und dann kann ich jetzt auch die anderen ganzen Kisten aufmachen und kann das alles verscheuern. Und dann ist gut. So, Kistenaufmachtag heißt, wir haben ein paar Kisten, haben wir ja immer übrig. Erstmal nehmen wir das hier, weil es natürlich wie immer am wenigsten Zeug gibt. Aber es frisst ja kein Brot, wenn es hier rumliegt. Also lasse ich es auch liegen. So, den Kram brauchen wir nicht, da sind wir durch. Ja, genau, diese weiße Kacke hier. Kein Mensch weiß, wofür das benötigt wird, weil niemand, mal abgesehen von diesem einen Modul, würde sich noch weiß oder grün oder selbst blau darin knallen. Aber die schmeißen sie uns immer wieder hinterher. Grausam. Also an den Belohnungen könnte durchaus mal gearbeitet werden. Da gibt es Optimierungsbedarf. So, Standardmaterialkiste, ja. Nochmal so eine Grütze. Eckstein, Eckstein, Eckstein. So, bei den Kisten hatte ich noch nie Glück. Noch nie. Wünschenswert wäre irgendwann mal hier sowas. Habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht ist heute der Tag der Tage, wo es mal was Goldenes gibt. Aber, ne. Ja, ausgezeichnet.
hier. Mann. Also das Einzige, was hier überhaupt Sinn macht, ist, nee, ja nicht. Fällt mir gerade ein. Wirklich? Ja nicht. Kann so wie es ist weg. Ich glaube hier, nicht nur ich glaube. Kann auch weg. So wie es ist. Ist das auch nur zum Verscheuern? Ich glaube schon. So, hier hoffen wir natürlich auch so viel Gold wie möglich, weil wir natürlich so viel wie möglich an Materie farmen wollen. Gleiche wie hier. Einzig Interessante ist dieses KI-Fragment. Da fehlen mir noch ein paar. Das wir das mal fertigstellen können. So, eins war dabei, mal wieder. Keins. Und da sehen wir wieder, machen wir 10 auf jeden Mal auf, gibt's ja nichts. So, was ist das Schlauste? So, hier ist Feierabend. Aus der fortschrittlichen Leere-Kiste hätten wir natürlich am liebsten auch das KI-Fragment. Aus 2 Kisten kann man doch wohl 2 erwarten, oder? 1 und 2. Naja, wollen wir nicht nur maulen, passt schon. So, und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage der Fragen. Was nimmt man aus dieser Modulkiste? Grundsätzlich war der Plan, nochmal HP und nochmal Schild zu nehmen. Ein Verteidigungsmodul wäre natürlich auch nicht verkehrt. Habe ich mich jetzt noch nicht entschieden, muss ich mal sehen. Analog dazu ist natürlich hier der Rückzugsschaden nicht zu verachten. Ich denke, für den werde ich mich auf jeden Fall entscheiden. Den nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Und bei den beiden anderen Kisten habe ich mich noch nicht entschieden. So, checken wir mal kurz. Was wir hier noch fertigstellen können. Ja, 7 Stück. Nicht verkehrt, sind wir bald durch. Das dauert hier noch eine Weile. Da sagen wir wie immer Danke, danke, danke. Naja,
Wir kommen voran. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch mal diese Stromlinienform von der Fregatte kriege. Die ist in keiner von den Kisten mehr drin. Irgendwann mal geschnappt in einer normalen Galaxie. Aber irgendwie haben sie die Fregatte abgewählt. Ich versteht nicht. So, 200.000. Können wir zumindest noch ein bisschen was holen. Das ist wunderbar. Gucken wir uns derweil mal den Krempel hier an. Massendemontage ist soweit. Und bitteschön. 80. Naja, wir wollen nicht Nummer holen. Jo. Der nächste Plan sieht also wie folgt aus. Ich werde die Kanone auf 40 schieben. Das bringt mir dann quasi nochmal diesen Saisonbuff zurück. Da gab es ja nochmal 20 oder ja 20% Kanonenschaden. Das fand ich ganz geschmeidig, gerade weil ich gerade sehr viele Kanonen verbaut habe. Was ich ganz nett finde, ist, dass sie Raketen- und Laserschaden angehoben haben, angepasst haben. Drohnenschaden ebenfalls, dass sich das nochmal ein bisschen mehr lohnt. Sollte ich nochmal eine güldene Drohne abgreifen, dann wäre das wunderbar. Am liebsten wäre mir natürlich noch eine Kanone, aber was nicht ist, ist nicht. So, was haben wir hier in der Verteidigung übrig? Du kannst weg. Installieren. Schnupp. Du kannst weg. Ist natürlich jetzt ziemlich viel Arbeit. Gerade weil mir ein bisschen die Grünen ausgehen. Mir gehen die Grünen eher aus als die Blauen. Das ist echt verrückt. Ja, mit den Ressourcen ist halt so eine Sache. Hätte mich vielleicht früher mal an die Plünderung machen sollen. Wenn dann mal die Station geradet wird, dass da auch was passiert. Aber man kann halt nicht alles auf einmal machen. Das ist einfach ausgeschlossen. Raumstation. Ja, da stellt sich jetzt echt die Frage. Ich habe jetzt nur noch 2 von diesen Modulen übrig. Nehme ich ein Verteidigungsmodul? Ich meine, verkehrt kann das auch nicht sein. Weiß ich noch nicht. Muss ich vielleicht nochmal lesen. Und wenn die Station nur ein bisschen länger hält, das ist ja auch mal nicht verkehrt. So, der schwarze Schwarzmarkt. 208.000. 2 Flotten Anemoy haben wir voll. Wie viel kriegen wir nochmal hin? Ach, weißt du was? Danke.
Nehmen wir so. Ja, das Stellarium, da hätte ich mir natürlich auch mehr gewünscht. Aber so muss ich halt zusehen, dass ich an den Krempel hier komme. Ist sowieso das Wichtigste. Wäre ja blöd, wenn ich es nicht nehme. So, 75 sind übrig, dafür kriege ich genau nichts. Hatte erst überlegt, ob ich mir vielleicht eine von diesen zauberhaften Kisten hier hole, wegen der Kanone. Aber da hatte ich noch weniger Glück. Das Einzige, was die immer wieder raushauen, wovon ich schon super viel habe, ist der Flottenschaden. Und das brauche ich jetzt nicht nochmal. Gut. Jo, das ist jetzt also das Aktuellste vom Aktuellen. Ich habe den 4. Kern, werde jetzt anfangen, den Kram zu entwickeln. Freue mich saumäßig. Ansonsten nee, hier nicht, hier. Der Plan, die 3 Tage hier einzusetzen, der ist noch nicht vom Tisch. Aber ich muss erstmal meine Dreads wieder aufbauen. 60.000 Masse-Kuben habe ich noch. Ich muss wenigstens die Flotten wieder klar kriegen. Aktuell sieht es also so aus, so, dass mein Telefon jetzt stirbt. Hallo, stirbt man nicht. Das macht aber keinen Spaß, wenn es so hakt. Dass ich also noch nicht mal eine Flotte hier klar kriege. Ich brauche 62 pro Flotte. Das ist mein aktueller Entwurf. Den will ich noch weiterbauen. Auf der anderen Seite, durch die ganzen Anpassungen, lohnt sich möglicherweise auch wieder der hier. Der ist also noch nicht vom Tisch. Und der hier möglicherweise auch. Der hat ein bisschen mehr. Warte mal, lass mal kurz gucken, wo war der Unterschied? Er hat ein bisschen mehr Ausweichen drauf. Und den Tank-Entwurf werde ich auch weiterbauen. Mit dem bin ich eigentlich total glücklich. Zumindest wenn es darum geht, Standardpiraten zu raiden, ist es der Entwurf, der am wenigsten Schaden kassiert. Und deswegen werde ich davon auch wieder einige bauen. Vielleicht 200 oder 1000 oder 2000 oder 10.000. Je nachdem, was die Massekuben so hergeben. Dafür müssen wir aber erstmal wieder an die Wale ran. Und so weit bin ich noch nicht. So, wie viele haben wir jetzt hier im Entwurf? 260. So, habe noch 2 Entwürfe, die auf 0 stehen. Die bastel ich mir gleich wieder zurecht. Erstmal knallen wir den Kram hier wieder voll. Und dann sieht das alles schon mal ganz geschmeidig aus. Ja, Wiederaufbau ist ansonsten natürlich in vollem Gange. Ist ja klar.
Durch den vierten Kern kann ich natürlich jetzt wieder alles nutzen, was ich auf 30 geschoben hatte. Muss mich nicht mehr entscheiden, was auch ganz charmant ist. Und dadurch, dass ich mich relativ bereit aufgestellt hatte, mit Laser und mit der Rakete und mit der Kanone und mit dem Kraken, bin ich natürlich relativ gut vorbereitet auf die ganzen Spielanpassungen, wenn sie halt die Kanone ein bisschen entwerten und den Laser ein bisschen hochschieben. Eins, was mir jetzt noch fehlt, ist die Drohne. Die wird auch irgendwann kommen. Und dann bin ich eigentlich ja nicht mal so unglücklich. Eins, was jetzt vielleicht noch ein bisschen einseitig entwickelt ist, sind die Krakenschiffe. Dadurch, dass ich halt 3 Module davon habe. Aber wenn ich sie denn schon habe, warum soll ich sie nicht einsetzen? Wenn die jetzt noch ein bisschen verbessert würden, weil die im Bau halt relativ teuer sind und auch lange dauern, bis die fertig wären, dann wäre ich natürlich noch glücklicher. Aber so weit sind wir erstmal noch nicht. Ich bin erstmal zufrieden, dass ich den vierten Kern im Sack habe und freue mich saumäßig ein zweites Loch in den Arsch. In dem Sinne, macht's mal schicki.